Das sind so die Standard-Schraubzwingen für den Schweißtisch und nach diesem Video werdet ihr die nie wieder benutzen, weil ich zeige euch die absolut genialsten Helfer für den Schweißtisch. Damit kann man alles flexibel spannen, ausrichten, positionieren und das Beste daran ist, die kann man für 2 bis 3 Euro ganz einfach selber bauen. Ich kann hier flexibel von der Länge spannen, von der Höhe, ich kann Innenbauteilen spannen, also die Möglichkeiten sind wirklich extrem genial. Und damit ihr die so einfach wie möglich nachbauen könnt, hat mein Zuschauer Hermann sogar eine Zeichnung für euch erstellt. Und ich zeige euch jetzt ganz einfach mal, wie ich die selber gebaut habe und hinterher gucken wir uns dann nochmal im Detail die Möglichkeiten an. Und ich will nicht lästern, aber man kriegt das auch selber oft viel genauer hin. Das ist jetzt ein 16 mm Bolzen, den kann ich in der Höhe positionieren, wie ich das will, den kann ich natürlich auch so herstellen, wie lang ich das möchte. Und der hat wirklich minimal Spiel, also vielleicht 1 bis 2 Zehntel. Wenn ich mir die standardmäßigen Schraubzwingen angucke, dann kann man sich das jetzt auch angucken. Die Bolzen werden extra immer etwas kleiner gefertigt, damit sie natürlich auch in jeden Schweißtisch spielend leicht reingehen. Und am Ende des Tages kann ich das Ganze hier so rüberkippen. Und das ist wirklich eine Schraubzwinge von einem Markenhersteller, die kostet richtig Geld. Und dann hat man da so viel Spiel. Und wenn man da mal richtig Kraft drauf gibt, bei denen ist das hier genauso. Ich zeige mit Absicht keine Marken, aber das ist eigentlich durchgehend bei allen so, dass man hier wirklich so viel Spiel hat. Und wenn man hier mal richtig Kraft drauf gibt, und das kann man mit dem Knebel, dann gehen die hier so weg. Da hat man wirklich Angst, dass die einem gleich um die Ohren fliegen. Das wird einem hiermit niemals passieren. Was brauchen wir jetzt für so einen Kumpel? Das ist im Prinzip 16 mm Rundstahl, das ist 16 x 16 Vierkant, das ist ein 30 x 20 mm Vierkantrohr und das Ganze ist hier oben ein 20 x 6 mm Flachstahl. Habe ich hier liegen, habe ich einfach mal zugeschnitten. Nach den Zuschnitten bin ich komplett nach den Maßen aus der Zeichnung gegangen. Ich habe aber so ein bisschen die Varianten hier, die Materialien, die Materialstärken ein bisschen variiert. Einfach das, was ich gut gekriegt habe, was gut gepasst hat, das kann ich euch zusätzlich zu der Zeichnung hier auch nochmal als Materialliste dazulegen. Das kann man natürlich immer flexibel anpassen. Aber so die Maße grundlegend hier, das passt wirklich schon sehr gut und daran habe ich mich auch gehalten. Das Einzigste, was man natürlich hier variieren kann, ist einmal die Länge. Wenn man länger spannen will, das wird man wahrscheinlich in der Regel nicht brauchen. Aber was natürlich schön ist, wenn man hier eine andere Länge hat, dann kann man auch längere, höhere Bauteile spannen. Aber grundlegend, wenn ich sowas jetzt das erste Mal fertige, dann würde ich mir einfach die Materialien danach zuschneiden. Und wenn man das dann zugeschnitten hat, dann kann man sich das ganz einfach anzeichnen. Dann kann man sich einfach die beiden Bohrungen einbringen und kann da Gewinde schneiden. Und das Ganze glänzt natürlich nicht ohne Grund so. Ich habe jetzt einfach alle Materialien mit einer Reinigungsscheibe gereinigt. Das sieht A besser aus und lässt sich natürlich B viel besser schweißen. Ich habe jetzt hier den Rundstahl mit dem Vierkantrohr verschweißt. Schön ausrichten, schön positionieren und dann hinterher verschweißen. Oben habe ich dann den Flachstahl angeschweißt und dann ist das Bauteil schon halb fertig. Jetzt ist noch mal eine Sache ganz wichtig. Wir wollen das natürlich bohren. Und zwar setzen wir hier hinterher einen Stift mit einer Feder ein. Und jetzt habe ich überlegt, man kann das Ganze natürlich anreißen, um das zu bohren. Ich habe es jetzt mal ganz anders gemacht. Ich habe meine Magnetbohrmaschine hergeholt. Ich habe die Magnetbohrmaschine auf den Tisch gestellt, habe einen 16er Kernlochbohrer eingespannt. Mit dem habe ich ein Loch anfixiert, dass das Ganze im Loch drin ist. Dann habe ich den Magneten angeschaltet, dann verzieht sich die Position ja nicht mehr. Und dann habe ich ganz normal den Kumpel hier untergestellt, habe ein Futter eingespannt und dann habe ich das Ganze in einer Spannung gebohrt. Ich wusste nicht genau, ob das vernünftig funktioniert, aber wenn man sich so hier bei den dreien die Ergebnisse anguckt, dann hat das schon sehr gut funktioniert. Damit habe ich einmal mit einem 5er Bohrer durchgebohrt, habe bis unten in den Rundstahl reingebohrt, circa 10 mm tief. Und danach habe ich dann oben nochmal das Ganze hier auf 8 mm aufgebohrt. Das 8 mm Loch ist jetzt einfach nur da, damit ich die Feder und den Bolzen hinterher deutlich einfacher positionieren kann. Eine schöne, einfache Sache. Man kann das natürlich auch mit einem ganz normalen Akkubohrer bohren. Man kann das natürlich auch irgendwo in einer großen Ständerbohrmaschine bohren. Bei mir unter meine kleine Tischbohrmaschine passt das Ganze nicht und darum habe ich mir das Ganze mit der Magnetbohrmaschine ausgedacht. Das macht Spaß, solche Sachen mal auszuprobieren und in dem Fall hat das wirklich auch extrem gut funktioniert.
Die Vevor Magnetbohrmaschine hat da nicht nur den Vorteil, dass sie extrem bezahlbar ist, also die kostet so 150, 160 Euro. Wir hatten damals schon mal eine Drehzahlregulierung eingebaut. Die hat auch den riesen Vorteil, das haben wirklich nur ganz wenige, dass ich das hier an der Höhe dieser Schwalbenschwanzführung verstellen kann. Das heißt, ich kann hier einfach die Schraube lösen, kann dann die Höhe anpassen und nur so wird es möglich, dass ich zum Beispiel hier unten das Ganze mit einer 16 mm Bohrung ausrichten, fixieren kann, hinterher das Zahnkranzfutter einbaue und dann mit einem 8 mm Bohrer auch noch bohren kann. Also ich kann das hier wirklich flexibel ausrichten und das bieten wirklich nur sehr, sehr wenige Magnetbohrmaschinen und das bietet diese sehr günstige Magnetbohrmaschine auch. Ich habe die ungefähr so 1 bis 1,5 Jahre und ich bin da nach wie vor wirklich sehr, sehr zufrieden mit. Für den Preis sind die Geräte wirklich unschlagbar. Und der Rest ist im Prinzip sehr, sehr simpel. Das ist eine ganz normale M6er Schlossschraube. Durch die Rundung passt sich das natürlich schön dem Spannelement an. Und dann habe ich hier oben eine M8er Schraube, ist in der Zeichnung auch M6. Ich habe es auf M8 erweitert, damit man noch ein bisschen mehr Dampf hat. Hier eine Imbusschraube, Sechskantschraube ginge auch. Oder hier eine Flügelmutter, wer nur mit der Hand spannen will. Und mit der Hand kriegt man hier wirklich auch schon gute Kräfte. Selbst wenn ich diese Imbusschraube hier nur mit der Hand dran drehe, habe ich schon wirklich eine gute Spannkraft. Und wenn ich hier so einen Imbusschlüssel nehme und das richtig anziehe, da bewegt sich auch wirklich nichts, weil das alles so massiv gefertigt ist, dann kriege ich hier eine unglaubliche Spannkraft. Also ich kann eher den ganzen Tisch hier irgendwo wackeln, verrütteln, als dass sich hier irgendwie irgendwas bewegt. Und hier drin ist dann noch so ein kleiner Stift, der sorgt dafür, dass ich das hier reinschieben kann und dass sich das nicht permanent rausrutscht, also vernünftig in Position bleibt. Das ist ein Stift, den habe ich einfach aus dem alten Nagel zugeschnitten. Das ist ein 3 mm Nagel oder 3,2 sind die, glaube ich. Daraus habe ich das zugeschnitten, muss man so ein bisschen von der Länge her anpassen, noch mal ein bisschen nachschleifen. Und dann ist es eine Feder, und das war eine Idee von dem Hermann, von einem Kugelschreiber. Habe ich 3 alte Kugelschreiber, findet man ja immer, irgendwelche, die nicht mehr funktionieren. Die habe ich einfach auseinandergenommen, habe die Federn rausgenommen, musste allerdings feststellen, die Federn sind immer unterschiedlich stark, also muss man ein bisschen gucken, eventuell auch eine Feder kaufen, aber es reicht im Prinzip. Und dann hat man diesen kleinen Stift, den kann man hier oben durch die Bohrung einführen, kann das Ganze sich so ein bisschen hinfummeln, das ist so ein bisschen tricky, aber wenn man das einmal hat von wegen, dann ist das wirklich richtig schön da drin und dann hat man hier diesen kleinen Stift, der das immer in Position hält. Ich denke mal, das ist so simpel, das kann auch wirklich jeder nachbauen und das muss ja nicht so ein Schweißtisch sein, das kann einer auch aus Vierkantrohren sein, wo man sich ganz einfach 16er Löcher reingebohrt hat, dann kann man das hier positionieren, so weit wie man das braucht und dann kann man das hier einfach anziehen. Und selbst wenn man das so anzieht, dann hat man schon wirklich eine gute Spannkraft. Wenn man da natürlich mit dem Schlüssel rangeht, von wegen, dann kann man das richtig anknallen, ohne dass sich hier irgendwas dran verzieht, ohne dass sich hier irgendwas dran bewegt. Und so habe ich die verschiedensten Spannmöglichkeiten, kann das natürlich auch immer auf individuelle Bedürfnisse anpassen. Und genauso kann man natürlich auch schön hier innen spannen. Das heißt, ich kann das hier schön reinschieben, kann das positionieren, kann das festziehen. Und das hat natürlich den riesengroßen Vorteil, wenn ich jetzt links und rechts hier so ein Rohr spanne, dann kann ich das von oben richtig schön schleifen oder bearbeiten. Das ist ja sonst immer problematisch. Wenn ich da solche Zwingen dran mache, dann habe ich so von wegen, da sind die Zwingen im Weg. Hier kann ich wirklich den Schweißtisch noch flexibler nutzen mit diesen kleinen genialen Tools. Und das erste Mal habe ich diese kleinen Wunderwerke bei dem Thomas Müller gesehen. Der betreibt auch einen YouTube-Kanal, Keep on Welding. Ich werde das Video am Ende ganz einfach hier verlinken. Und der hat die sich auch nachgebaut. Der hat die mal irgendwo gesehen, hat das Ganze dann aber entwickelt. Und dem gehört natürlich der größte Lob. Und ich werde den eventuell auch noch mal besuchen. Ich war den schon mal besuchen. Und dann gucken wir uns an, wie viele tolle Varianten der gebaut hat. Und ich denke mal, man sieht schon alleine an diesen kleinen Spannbeispielen, wie flexibel das Ganze ist. Und hier kann ich jetzt den Arm von der Länge her, ich habe das hier schon mal richtig angepfiffen, kann ich so positionieren, wie ich den haben will. Ich kann den so lang rausschieben, kann den zurückschieben. Das gibt es sicherlich bei diesen Schweißtisch-Schraubzwingen auch von wegen, aber das sind dann sehr spezielle, die werden noch mal deutlich teurer. Wenn ich das hier richtig anziehe von wegen, das ist hier von dem Arm zwar schräg, aber hier an sich verzieht sich nichts. Wenn ich diese Schraubzwinge jetzt hier mal richtig anpfeife, dann sieht man, wie die sich wegzieht. Ja?
Und das ist bei eigentlich allen Schweißtisch-Schraubzwingen so. Also die sind deutlich flexibler, deutlich besser, vor allen Dingen deutlich günstiger, bieten deutlich mehr Möglichkeiten. Und wenn euch das Thema gefällt, dann können wir demnächst den Thomas Müller mal nochmal in seiner Werkstatt besuchen. Ich war den schon einmal besuchen, habe den mal kennengelernt. Sehr, sehr netter Kerl und der hat da noch 10 verschiedene andere Varianten und der kann uns da bestimmt stundenlang einen Vortrag drüber halten. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Von dem Hermann die Zeichnung, da sage ich nochmal vielen Dank, die werde ich hier unter verlinken, werde die teilen. Genauso verlinke ich das, was ich hier an Material bestellt habe. Verlinkt mal meine Magnetbohrmaschine, mein Schweißgerät, was immer so alles in die Beschreibung reinpasst. In diesem Sinne, ich hoffe, die gefallen euch, die Kumpels. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen und natürlich beim Spannen mit diesen genialen Helfern. Euer Manni.